Hi, wir sind's React Now. In diesem Schulungsfilm zeige ich dir die wichtigsten Grundlagen unserer Kommunikationsplattform und wie sie dich im Arbeitsalltag unterstützt. Unser Ziel ist es, die interne Kommunikation und Zusammenarbeit im Markt einfacher, schneller und übersichtlicher zu machen. Das erreichen wir, indem wir alle Mobilgeräte, Kassentablets, Leergutautomaten und den Funk in einem System miteinander verbinden. Und zwar so, dass der ganze Markt wie ein einziger Organismus funktioniert. Das System ist eine zentrale Anlaufstelle für alle wichtigen Informationen, Aufgaben und Nachrichten, die du für deine Arbeit brauchst. Du kannst sie überall nutzen, egal ob du auf der Fläche, im Lager oder im Backoffice unterwegs bist. Also, lass uns alles gemeinsam durchgehen. Werfen wir jetzt gemeinsam den ersten Blick auf die Benutzeroberfläche der App auf dem Smartphone. Unten siehst du eine Navigationsleiste mit 5 Buttons. Über diese Leiste bewegst du dich durch das gesamte System. Sie ist also dein zentraler Einstiegspunkt. Wir gehen die Buttons einmal von links nach rechts durch. Ganz links findest du die Auflistung von den Aufgaben- und Anfrage-Buttons, zum Beispiel Reinigung benötigt oder Preisanfrage. Der nächste Button in der Navigationsleiste ist deine Inbox. Das ist dein persönlicher Posteingang. Hier landen Aufgaben, die dir zugewiesen sind und die du übernehmen kannst. Danach kommt der Bereich Aktive Aufgaben. Hier findest du alle Aufgaben, die von dir übernommen wurden und die zu erledigen sind. Das ist also deine aktive To-Do-Liste. Rechts daneben befindet sich das Archiv. Hier werden alle abgeschlossenen Aufgaben gesammelt, sozusagen dein Verlauf. Wenn du später also noch einmal nachschauen möchtest, was du bereits erledigt hast, findest du es hier. Der letzte Button ganz rechts öffnet ein Menü mit weiteren Optionen. Dort kannst du zum Beispiel den Benutzer wechseln, deine Einstellungen anpassen oder dich ausloggen. Außerdem findest du hier auch den Zugang zu den Aufklärvideos, falls du dir bestimmte Funktionen noch einmal in Ruhe ansehen möchtest. Damit kennst du jetzt die wichtigsten Bereiche der Navigation. In den nächsten Schritten schauen wir uns die einzelnen Funktionen ein bisschen genauer an. Im letzten Kapitel haben wir uns ja schon den Button ganz rechts in der Navigationsleiste angeschaut. Darüber öffnest du ein Menü mit verschiedenen Funktionen und genau da schauen wir jetzt etwas genauer rein. Ganz oben findest du Online-Benutzer und Rollen. Hier kannst du sehen, welche Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen gerade online sind, also wer aktuell im System aktiv ist. Darunter gibt es den Punkt Nicht stören. Den nutzt du zum Beispiel, wenn du in die Pause gehst und keine Meldungen bekommen möchtest. Du wählst einfach die Dauer aus und für diesen Zeitraum wirst du nicht gestört. Wenn du früher zurück bist, kannst du den Modus natürlich jederzeit wieder beenden. Als nächstes kommen die Einstellungen. Hier kannst du ein paar Dinge anpassen, damit die App besser zu deinem Arbeitsalltag passt. Unter eingehende Aktivitäten und Nachrichten kannst du zum Beispiel einstellen, ob Klänge abgespielt werden sollen oder nicht. Wenn du ein Stück nach unten scrollst, findest du den Bereich Verhalten der App. Hier gibt es 2 praktische Funktionen. Mit Ausloggen beim Aufladen wirst du automatisch ausgeloggt, sobald das Gerät an die Ladestation angeschlossen wird. Das ist vor allem praktisch bei gemeinsam genutzten Geräten, damit sich der nächste Mitarbeiter direkt mit seinem eigenen Zugang anmelden kann. Mit Autologin nach Aufladen kannst du einstellen, dass du automatisch wieder eingeloggt wirst, sobald du das Gerät von der Ladestation nimmst. Das ist besonders praktisch, wenn du ein Gerät hauptsächlich selbst nutzt. So bist du direkt wieder startklar, ohne dich neu anmelden zu müssen. Noch etwas weiter unten findest du die Audiolautstärke. Wenn du nicht möchtest, dass Hinweise oder Sprachnachrichten immer auf maximaler Lautstärke abgespielt werden, kannst du das hier deaktivieren. Danach regelst du die Lautstärke ganz normal über die Seitentasten am Gerät. Damit kennst du jetzt die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten und kannst die App so anpassen, wie es für dich am besten passt. Jetzt schauen wir uns an, wie du im System ganz einfach Aufgaben erstellst und an andere weitergibst.
Dafür gehst du wieder ganz links in der Navigationsleiste auf die Übersicht mit den Aufgaben- und Anfrage-Buttons. Einer dieser Buttons heißt Blanko-Ticket. Wenn du darauf tippst, öffnet sich ein Formular, mit dem du Schritt für Schritt eine neue Aufgabe erstellen kannst. Ganz oben gibst du der Aufgabe einen Namen. Hier beschreibst du kurz und klar, worum es geht. Zum Beispiel das Regal mit Tomaten füllen. Darunter findest du die Zeitoptionen. Hier hast du mehrere Möglichkeiten, die Aufgabe zeitlich einzuplanen. Zum Beispiel, du kannst festlegen, wie viel Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht, oder du kannst eine Startzeit definieren, also wann die Aufgabe beginnen soll, oder du kannst auch eine Endzeit festlegen, sprich bis wann sie spätestens erledigt sein muss. So kannst du die Aufgabe genau an den Arbeitsablauf anpassen. Sagen wir mal, diese Aufgabe soll im Laufe einer halben Stunde erledigt werden. Daneben wählst du aus, an wen die Aufgabe geschickt werden soll. Das kann ein bestimmter Mitarbeiter sein oder auch eine Gruppe, je nachdem, wer dafür zuständig ist. Im unteren Bereich kannst du zusätzliche Informationen hinzufügen. Dafür stehen dir 3 Symbole zur Verfügung. Über das Mikrofon kannst du eine Sprachnachricht aufnehmen, mit der Kamera ein Bild hinzufügen und über das Textfeld eine kurze Nachricht schreiben. So kannst du die Aufgabe noch genauer erklären und Missverständnisse vermeiden. Wenn alles passt, tippst du unten rechts auf Ticket senden. Damit wird die Aufgabe direkt an die ausgewählte Person oder Gruppe weitergeleitet. Das ist der Ablauf, um eine Aufgabe zu erstellen. Wenn eine neue Aufgabe für dich eingegangen ist, erkennst du das an der roten Markierung in der Navigationsleiste. Ab jetzt ist sie in deiner Inbox. Du tippst einfach auf die Aufgabe und bekommst alle wichtigen Informationen angezeigt. Also den Titel, die Beschreibung, den Zeitraum und auch mögliche Anhänge wie Bilder oder Sprachnachrichten. Wenn du die Aufgabe übernehmen möchtest, scrollst du nach unten und tippst auf Übernehmen. Damit wird die Aufgabe in deinen Bereich aktive Aufgaben verschoben. Die grüne Zahl gibt dabei an, wie viele Aufgaben noch zu erledigen sind. Wenn du die Aufgabe erledigst, öffnest du sie wieder. Hier findest du den Punkt Status der Aufgabe. Hier setzt du einfach den Haken bei Erledigt. Darunter hast du die Möglichkeit, unter Bemerkungen noch zusätzliche Infos hinzuzufügen, zum Beispiel ein Foto oder eine Sprachnachricht, falls es etwas zu dokumentieren gibt. Wenn alles fertig ist, scrollst du nach unten und tippst auf Schließen. Damit ist die Aufgabe abgeschlossen und wird automatisch ins Archiv verschoben. So einfach funktioniert das Bearbeiten von Aufgaben im React-System. Damit hast du alles Wichtige an der Hand, um mit dem System zu arbeiten. Der Rest kommt ganz automatisch im Alltag. Also viel Erfolg bei deiner Arbeit.